It's got to be Yashica. Yashica is your camera. It's got to be Yashica. Yashica is the best. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück auf dem Shutterspeed-Kanal. Wir widmen uns heute mal wieder der Analogfotografie und haben eine neue Kamera für euch, die Yashica T5. Die Yashica T5 ist eine vollautomatische Kleinbildkamera, also sehr vergleichbar mit anderen Point-and-Shoots, die wir euch schon auf dem Kanal vorgestellt haben. Dazu sei gesagt, ich habe bis jetzt 3 Filme durch die Kamera gehauen. Das Ganze ist hier also eher so eine Art erster Eindruck und kein Langzeit-Review, aber das wird dann bestimmt auch nochmal kommen. So, jetzt kommen wir erstmal zu ein paar technischen Daten. Für die, die das nicht interessiert, haben natürlich Timestamps reingehauen, dann könnt ihr auch direkt zu den Bildern vorspulen. Die T5 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2002, also für eine Analogkamera noch relativ jung, und wurde damals unter Kyocera vertrieben. Auf dem japanischen und europäischen Markt hieß die ganze Ding T5. Für den amerikanischen Markt hieß es T4 Super, war prinzipiell die gleiche Kamera, nur eine andere Bezeichnung. Ihr kennt das Ganze. Die T5 ist ihrem Vorgänger, der T4, sehr ähnlich, mit den einzigen Unterschieden, dass wir hier noch als Gimmick einen Waist-Level Viewfinder verbaut haben und das Ganze vermarktet wurde als einigermaßen wasserresistent. Also keine Unterwasserkamera, aber Spritzwasser und Regen geschützt. Als die T5 auf den Markt kam, kostete sie 140 €, ist auf dem Gebrauchtmarkt aktuell allerdings deutlich teurer. Also wenn ihr in dem Preisrahmen was sucht, guckt euch vielleicht nochmal unsere Videos zu Olympus Mü oder Nikon AF3 an. Das liegt daran, dass wir hier ein Carl Zeiss Objektiv verbaut haben, wie ihr es zum Beispiel auch von den Contax-Kameras kennt. Die T5 wird auch oft verglichen mit der Contax T2, weil die halt auch ein Carl Zeiss Objektiv hat. Die kostet allerdings gerade aufgrund des Titangehäuses auch auf dem Zweitmarkt nochmal mindestens das Doppelte. Verbaut ist eine 35 mm Festbrennweite mit einer 3,5er Blende, also sehr solide, aber jetzt auch nicht äußerlich beeindruckend. Die Carl Zeiss Objektive sind ja bekannt für ihre enorme Schärfe. Einen wirklichen riesigen Sprung zu meinen anderen Point-and-Shoots konnte ich jetzt nicht feststellen, allerdings habe ich nochmal nachgelesen. Und auf den Objektiven ist ein T verzeichnet, welches dafür stehen soll, dass wir sehr hohen Mikrokontrast haben. Das heißt, dass unsere Helligkeitsabstufungen innerhalb des Details sehr hoch sein sollen. Hat also nicht unbedingt was mit Schärfe zu tun, aber trotzdem mit der Plastizität des Fotos. Die Kamera hat natürlich automatische Belichtung sowie auch einen Autofokus. Ihr könnt also gar nichts einstellen. Interessant dabei ist allerdings die Naheinstellungsgrenze, welche bei lediglich 35 cm liegt. Ihr könnt damit also auch einige Makroaufnahmen machen. Einschalten tut man die Kamera hier oben mit dem kleinen Schieber. Dann fährt der Deckel vom Objektiv weg und das Objektiv fährt aus, sehr ähnlich wie bei der Olympus Mü. Selbstverständlich hat die Kamera auch DX-Code Reading, also liest den ISO-Wert von eurem Film automatisch ein. Was bei einer Point-and-Shoot natürlich nicht fehlen darf, wir haben einen eingebauten Blitz und einen Self-Timer und wieder auch einmal ein Stativgewinde unten drunter. Die Kamera hat insgesamt 5 verschiedene Modi. Es geht einmal den Automatikmodus, auf dem der Blitz aber wie bei Point-and-Shoots natürlich wieder sehr schnell greift. Dann gibt es den Modus, an dem rote Augen reduziert werden. Ihr kriegt also einen kleinen Vorblitz, damit sich die Pupillen weiten können. Ihr könnt den Blitz natürlich auch ausschalten. Dann gibt es einen Fill-in-Blitz, der dann die Belichtung so macht, dass der Hintergrund nicht komplett schwarz wird. Und man kann die Kamera auch auf einen automatisch unendlichen Fokus setzen, damit eure Landschaftsaufnahmen auch nicht blurry werden. Die Belichtungszeiten laufen von einer vollen Sekunde bis zu einer 700stel. Also wenn ihr den Blitz ausschaltet, ihr könnt nicht jedes Foto unbedingt aus der Hand machen, vielleicht die Kamera doch auch mal irgendwo draufstellen oder doch den Tripod-Mount benutzen. Aufgrund des Plastikgehäuses wiegt die Kamera lediglich 190 Gramm, ohne Batterien und Film, und rein kommt nochmal eine CR123 Lithium-Batterie, wie ihr es von vielen Point-and-Shoots kennt. Das Modell gab es außerdem auch noch in schwarz. Ich habe hier halt die silberne Variante, weil sie mir in die Hände gefallen ist. Für die Personen, die den Selbstauslöser benutzen möchten, sei gesagt, der Selbstauslöser zählt sofort runter, sobald ihr ihn aktiviert habt, also ihr müsst nicht nochmal den Auslöser drücken. Der Sucher ist einigermaßen hell. Wir haben einmal in der Mitte unsere Markierung für das Spot-Metering und auch einmal eine Rahmung für den kleineren Bildausschnitt bei den Makroaufnahmen. Außerdem haben wir natürlich klassischerweise auch neben dem Sucher wieder 2 LEDs. Eine grüne LED, welche uns anzeigt, dass der Fokus gefunden wurde oder die Belichtung korrekt ist, und eine rote LED, welche dann entweder anzeigt, dass der Blitz zugeschaltet wird oder dass die Aufnahme wahrscheinlich unterbelichtet ist. Ich dachte zuerst, der sogenannte Super Scope, also euer Waist-Level Viewfinder hier, wäre einfach nur ein Gimmick, aber ich muss sagen, dass es mir in einigen Situationen doch handy kam, wenn man die Kamera dann einfach
über sich hält und ansatzweise den Bildausschnitt finden kann und einfach einen höheren Blickpunkt dann hat. Genau das gleiche natürlich auch in die Tiefe. Man kann die Kamera bis an den Boden halten und sieht seinen Bildausschnitt von oben drauf. Zwei Sachen habe ich an der T5 dennoch zu bemängeln, auch wenn es keine dramatischen Sachen sind. Erstens das Batteriefach. Das bekommt man mit den Fingern aufgrund der wasserabweisenden Bauweise eher schwer auf. Wenn man sich allerdings einen Schraubendreher zur Hand nimmt, dann springt das auch ohne viel Druck auf. Also nichts, was sich nicht lösen lassen würde. Außerdem müsst ihr den Film wirklich perfekt einlegen. Wenn ihr ihn 5 mm zu weit rausgezogen habt oder zu weit drin habt, spult die Kamera nicht auf. Ich brauche da manchmal 2 Anläufe, bis sie mir dann wirklich oben auf dem Bildzähler anzeigt, 1, das erste Foto kann geschossen werden. Wenn ihr euch die ganzen technischen Daten bis hierhin alle angehört habt, dann seid euch sicher, der Shutterspeed-Kanal ist das Richtige für euch. Also abonniert und aktiviert auch die Glocke, dass ihr nicht verpasst, wenn wir mal wieder ein neues Video schalten. Das Ganze wäre jetzt natürlich relativ uninteressant, wenn ihr nicht noch sehen würdet, was die Kamera auch so drauf hat. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal zusammen ein paar Fotos an. Unter Umständen habt ihr mich mit der Kamera schon im Cinestill X Camera Dealer Photowalk gesehen. Ansonsten checkt das Video auf jeden Fall auch aus, haben wir wieder für euch verlinkt. Das erste Foto, was ich euch zeigen möchte, ist direkt ein super Beispiel für die Naheinstellungsgrenze der Kamera. Ich habe hier die schöne Seiko von meinem Bruder Leopold, Grüße an der Stelle, fotografiert und die Kamera hat das Bild perfekt belichtet und perfekt scharf abgebildet, was ich von anderen Point-and-Shoots bei der Nähe nicht behaupten kann. Der Autofokus ist auf jeden Fall sehr zuverlässig, solange sich euer Subjekt halt nicht bewegt. Sobald ihr einmal den Auslöser betätigt habt oder angetippt habt, um den Fokus zu finden, ist der Fokus gesetzt. Bewegt ihr euch dann noch oder euer Motiv, ist das Ganze natürlich nicht mehr in Fokus. Das zweite Bild, was ich euch zeigen möchte, ist schwer zu erkennen, der Kölner Dom. Hierbei war ich einfach davon überrascht, was die Kamera da geliefert hat, da das Licht von hinten auf den Dom fiel und das für mein Auge in der Situation eine sehr kontrastreiche Szene war. Der Himmel war für mich fast weiß und der Dom fast schwarz. Allerdings, Negativfilm hat eine sehr hohe Dynamic Range. Ich war trotzdem überrascht von der Belichtungszeit, welche die Kamera da gewählt hat, dass ich sowohl keine Blown-out Highlights im Himmel hatte, aber auch in den Schatten kein Detail verloren habe. Was genau die Kamera da jetzt belichtet hat, wissen wir leider nicht, aber es hat funktioniert. Der Blitz ist für eine Point-and-Shoot durchschnittlich, trägt eine Leitzahl von 9, das heißt, ihr könnt bei einem klassischen ISO-Wert von 200 Motive korrekt belichten, die bis maximal 5 Meter von euch weg sind. Außerdem lässt sich sagen, dass der Sucher-Bildausschnitt, ich weiß nicht wie viele Prozent es sind, aber ziemlich akkurat ist. Also ich hatte keinen Scan bekommen, bei dem ich mir dachte, oh, den Bildausschnitt hatte ich aber total anders gewählt. Auch auf jeden Fall solide. Abschließend lässt sich sagen, die Yashica T5 ist eine durchschnittliche Point-and-Shoot, also bietet nichts, was ihr nicht bei günstigeren Alternativen auch findet. Natürlich, sie hat ihre Momente, genau wie die Olympus Mu 1, wenn das Licht einfach stimmt, wo sie auf jeden Fall zum Scheinen kommt. Allerdings würde ich sagen, dass der aktuelle Gebrauchtwert von dem Modell nicht wirklich gerechtfertigt ist. Trotzdem sei gesagt, es ist von der Handhabung her bis jetzt die beste Point-and-Shoot, die ich hatte. Also ich habe total Spaß mit der Kamera. Das ist natürlich auch immer wichtig. Wenn euch die Kamera einfach keinen Spaß macht, ist es keine gute Kamera. Deswegen unsere Reviews hier sind natürlich auch immer total subjektiv. Mir macht das Ding Spaß. Wer den Shutterspeed-Kanal aktiv verfolgt, weiß, ich bin viel mit der Fuji im Mittelformat unterwegs. Und die Kamera hat mich jetzt auch motiviert, mal wieder mit einem Kleinbild unterwegs zu sein. Also wenn das eine Kamera für euch tut, ist es auf jeden Fall die richtige Wahl für euch. Wir kommen auch schon zum Ende. Ich denke, alles Grundlegende zur Kamera habe ich euch gesagt. Wenn euch noch was einfällt, wenn ihr eine habt und eure Erfahrungen teilen möchtet, lasst uns natürlich gerne einen Kommentar da. Checkt den Instagram von Shutterspeed aus, checkt den Podcast aus. Und wenn ihr Bock habt auf ein paar kostenlose Filme, dann checkt auch auf Instagram das Giveaway aus. Wir möchten euch einfach danken für die 300 Abonnenten auf YouTube und Instagram und was an die Community zurückgeben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutterspeed. Bis dahin, ciao Kakao.